Hallo zusammen! Wenn wir über die ferne Vergangenheit sprechen, ist es manchmal sehr schwierig, die Grenze zwischen Mythen und Fakten zu ziehen. Es gibt keine lebenden Zeugen dessen, was unsere Vorfahren vor Hunderten oder Tausenden von Jahren getan haben. Also wie können wir wirklich wissen, wie oder warum sie die Dinge getan haben, die sie getan haben? Die Antwort ist: Wir können es nicht, weshalb wir nicht sicher sein können, wie die technologischen Meisterleistungen, die Sie in diesem Video sehen werden, vollbracht wurden. Wir können aber raten, also lassen Sie uns Spaß am Raten haben. Los geht's! Olivenölpresse. Die alten Römer waren sehr an Wein interessiert und kamen mit einigen innovativen Entwürfen für Weinpresse auf, aber sie waren genauso innovativ, wenn es um das Design von Olivenölpresse ging. Olivenöl war für die Römer extrem wichtig, weil sie glaubten, es habe heilende Eigenschaften. Der persönliche Arzt von Kaiser Julian schrieb einmal, dass er Olivenöl als Basis verwendete, um Salben für den Kaiser herzustellen, sowie Gips damit bestrich, bevor er sie auf Wunden auftrug. Römische Soldaten, von denen bekannt ist, dass sie äußerst abergläubisch waren, tranken oft Olivenöl vor wichtigen Schlachten. Die fortschrittlichste Olivenölpresse, die sie als Zivilisation je entwickelt haben, war das Trapetum, und das am besten erhaltene Trapetum, das je von Archäologen entdeckt wurde, stammt aus den Ruinen der Stadt Pompeji. Die Presse funktioniert, indem Oliven in die Schale gegossen und dann zwischen den zwei großen konkaven Steinen, die am Balken befestigt sind, zerquetscht werden. Der Balken ist mit einem Eisenpivot verbunden und das Ganze wurde normalerweise an einem Pfosten befestigt, der es den Steinen erlaubte, sich darin zu drehen. Archäologen glauben, dass sie normalerweise in Gruppen von 3 aufgestellt wurden und täglich nahezu industrielle Mengen der geschätzten Flüssigkeit produzierten. Bronzespiegel. Heutzutage belächeln die Menschen jeden, der ein kitschiges Motto in seinem sozialen Medienprofil oder an den Wänden seines Hauses hat, wie „Lebe, lache, liebe“. Sie sollten es jedoch nicht tun, denn Menschen schreiben seit dem Beginn der Zeit gleichermaßen banale Gedanken auf Gegenstände. Nehmen Sie zum Beispiel diese Sammlung von 80 Bronzespiegeln. Im April 2021 wurden die Spiegel in einem Friedhof in der chinesischen Provinz Shaanxi entdeckt. Die Gräber, aus denen die Spiegel stammen, werden der Zeit der streitenden Reiche zugeordnet, was sie nach Ansicht von Archäologen etwa 2200 Jahre alt macht. Obwohl viele der Gräber im Laufe der Antike geplündert wurden, blieben die Spiegel möglicherweise aus Respekt unangetastet. Moderne Archäologen haben keine solchen Bedenken und haben sie daher von neben den Köpfen der Toten genommen. Die Spiegel wurden gelegentlich mit Spuren von Seide entdeckt, was darauf hindeutet, dass sie vor den Beerdigungen in Seidenbeutel oder Taschen gelegt wurden. Sie wurden bei Männern und Frauen gefunden, was darauf hindeutet, dass die symbolische Rolle, die sie spielten, universell war. Ewiges Glück, Lebe lange in Erinnerung und Reichtum für meine Familie gehören zu den eingravierten Slogans. Römische Dodekaider. Warum waren die alten Römer so vernarrt in die Herstellung von Dodekaidern? Wenn Sie diese Frage beantworten können, haben Sie jeden Experten und Archäologen übertroffen, der sie jemals studiert hat. Man findet sie in jedem ehemaligen Territorium des Römischen Reiches an römischen archäologischen Stätten begraben, aber wir haben keine Ahnung, was ihre Bedeutung oder ihr Zweck gewesen sein könnte. Sie tauchen auch oft in antiken römischen Schiffswracks auf, was auf die Idee hindeuten könnte, dass sie eine Art von Navigationshilfen gewesen sein könnten, aber wir können nicht herausfinden, wie sie bei einer solchen Aufgabe geholfen haben könnten. Was wir wissen ist, dass die Römer sie über Jahrhunderte hinweg weiter herstellten. Die frühesten Beispiele von Dodekaedern sind aus Stein, spätere Versionen sind jedoch aus Bronze gefertigt. Einige Archäologen haben vorgeschlagen, dass sie verzierte Kerzenhalter gewesen sein könnten, aber das scheint unwahrscheinlich, da keine von ihnen Spuren von Wachs auf ihren Oberflächen aufweist. Eine andere Idee ist, dass sie Teil eines römischen Spiels gewesen sein könnten. Römische Soldaten waren bekannt dafür, Brettspiele zur Zeitvertreibung zu mögen, also ist das möglich, aber es gibt immer noch keine Beweise, die diese Idee stützen. Es gibt so viele Beispiele dieser seltsamen römischen Besessenheit, dass wir sie als ein Mysterium klassifizieren müssen, das sich im Verborgenen befindet. Mysteriöses Thema. Ein junger Wissenschaftler hat in den Tiefen einer unbekannten afrikanischen Höhle eine unglaubliche Entdeckung gemacht. An den Wänden der Höhle, die mit jahrtausendealter Präzision gemeißelt waren, wurde eine scheinbar uralte mechanische Maske entdeckt, die in den Felsen selbst eingearbeitet war.
Diese Maske, deren Details die bekannten Technologien der alten Zivilisationen in den Schatten stellen, deutet darauf hin, dass es viel früher als von Historikern angenommen fortgeschrittenes Wissen gab. Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist in Aufruhr und stellt alles in Frage, was sie über die technologische Entwicklung der Menschheit wusste. Diese Entdeckung hat die Welt nicht nur mit der Möglichkeit einer verlorenen Zivilisation schockiert, sondern auch eine Reihe von Fragen über den wahren Ursprung dieses Wissens aufgeworfen. Der junge Mann mit dem bescheidenen Lächeln und der einfachen Ausrüstung wurde zum Mittelpunkt einer historischen Debatte und bewies, dass es immer noch Geheimnisse gibt, die darauf warten, vom menschlichen Neugiergeist enträtselt zu werden. Was halten Sie von dieser überraschenden Entdeckung? Teilen Sie Ihre Meinungen und Theorien in den Kommentaren unten mit. Majestätisches Tympanon. Die Abtei Sainte-Foy in Conques, Frankreich, ist seit dem Erwerb der Reliquien der heiligen Foy, einer Frau, die im 4. Jahrhundert gemartert wurde, eine beliebte Attraktion für Pilger. Dass diese Reliquien erst nach ihrer Entwendung im Jahr 866 erhalten wurden, scheint niemanden in der Abtei zu stören. Die Abtei wäre allein durch die Geschichte der Reliquien der Heiligen bemerkenswert, aber wir haben sie in dieses Video aufgenommen wegen ihres unglaublichen Tympanons, das die vorgestellten Ereignisse des jüngsten Gerichts darstellt. Dies ist die einzige äußere Verzierung der gesamten Kirche und zeigt Christus, der über das Urteil der Seelen der Toten präsidiert. Es ist ein dramatisch beeindruckendes Werk und muss Hunderte von Stunden zur Vollendung gebraucht haben. So herrlich es heute auch ist, einst sah es noch majestätischer aus als jetzt. Der Stil des Tympanons wurde von den illustrierten Manuskripten des 9. Jahrhunderts inspiriert und war daher einst vollständig mit Farbe bemalt. Winzige Fragmente der Farbe können heute noch an Teilen des Werks festgestellt werden. Dies ist ein erstaunlich detailliertes Kunstwerk, das auf eine Weise geschaffen wurde, die heute nie versucht würde. Siebenzweigschwert. Unser nächstes mysteriöses Artefakt ist als das Siebenzweigschwert bekannt. Es wird auch als Shichishito bezeichnet. Der Legende nach wurde dieses zeremonielle Schwert einem Herrscher der Provinz Yamato in Japan von einem König von Baekje im heutigen Südkorea überreicht. Es muss bereits vor dem Jahr 720 existiert haben, da es in den Nihon Shoki, auch bekannt als die Chroniken Japans, die in diesem Jahr fertiggestellt wurden, erwähnt wird. Der Text behauptet, dass es während des 52. Jahres der Herrschaft der Kaiserin Jingu übergeben wurde. Aber Kaiserin Jingu ist eine fast mythische Figur und daher kann kein Datum, das mit ihrer angeblichen Regentschaft in Verbindung steht, als zuverlässig angesehen werden. Das ungewöhnliche Schwert ist fast 1,20 Meter lang und aus Eisen gefertigt, mit 6 Auswüchsen, die wie Äste aus der zentralen Klinge herausragen. Es wird als so wertvoll angesehen, dass es nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, sondern sicher im Isonokami-Schrein in der Präfektur Nara aufbewahrt wird. Auf einer Seite des Schwertes befindet sich eine Inschrift, die übersetzt lautet: Am Mittag des 16. Tages des 11. Monats im 4. Jahr von Taihei. Das Schwert wurde aus 100-fach gehärtetem Stahl hergestellt. Dieses Schwert wehrt 100 Feindsoldaten ab und wird dem Herzogherrn von gutem Glück gewährt, hergestellt von. Das kennzeichnet es eindeutig als Geschenk, aber von wem und an wen? Kish-Tablette. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die Kish-Tablette. Dieses Kalksteinartefakt ist so benannt, weil es innerhalb der Mauern der antiken sumerischen Stadt Kish im Irak entdeckt wurde. Es gibt einige Verwirrung darüber, wann genau sie entdeckt wurde, wobei einige Quellen 1923 und andere 1933 angeben. Wissenschaftler haben die Tafel auf die Uruk-Periode von vor über 5000 Jahren datiert. Nach Ansicht der Mehrheit der Experten für alte Sprachen und Kulturen, die die Kish-Tablette untersucht haben, ist sie das älteste schriftliche Dokument der Welt. Das macht sie enorm bedeutend und wir würden Ihnen gerne sagen, was darauf steht, aber das können wir nicht. Die Schrift auf der Tafel, wenn es denn eine Schrift ist teilweise bildhaft, die Zeichen scheinen eine Art Proto-Keilschrift zu sein. Wir haben schon genug Schwierigkeiten, Keilschrift in Schriften zu übersetzen, von Proto-Keilschrift ganz zu schweigen, es sei denn, es werden weitere Durchbrüche in unserem Verständnis der Ursprünge des geschriebenen Wortes erzielt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Kish-Tablette eine Botschaft enthält, vielleicht sogar viele Botschaften, aber es ist alles andere als sicher, dass wir sie jemals verstehen werden. Blombos Höhle. Unser nächster Fund ist ein wenig umstritten, aber einige Experten glauben, dass wir ihn als ein 100.000 Jahre altes Kunststudio bezeichnen können.
Es handelt sich um die Blombos-Höhle an der Südküste Südafrikas, nicht weit von Kapstadt entfernt. Archäologen, die in den letzten Jahren die Höhle durchforstet haben, haben Beweise für prähistorisches Fischen zusammen mit scharfen Steinwerkzeugen identifiziert, aber sie haben auch Beweise gefunden, dass das Innere der Höhle verwendet wurde, um roten Ocker zu mischen und zu lagern. Experten haben viele Stücke von Ocker gefunden, aber auch Muscheln, die als Behälter für das Pigment dienten, und Schalen, die zum Mahlen verwendet wurden. Sie glauben sogar, dass Tierknochen und Holzkohle, die anderswo in der Höhle gefunden wurden, möglicherweise als Teil des Prozesses mit dem Ocker vermischt wurden. Der Ocker könnte für Malerei und Dekoration verwendet worden sein, oder er könnte sogar als Hautschutz gedient haben. Wenn die Theorien der Experten korrekt sind, könnte dies der allererste Beginn der menschlichen konzeptionellen Fähigkeit gewesen sein, Quellen zu kombinieren und Substanzen zu lagern, die ihre sozialen Praktiken unterstützten. Selbst dann werden wir jedoch nicht wissen, warum roter Ocker für so viele unserer ältesten Vorfahren auf dem gesamten Planeten so wichtig war. Arslan-Tepe-Schwerter. Die Erfindung des Schwertes war ein Durchbruchmoment für die Menschen, da es ihnen eine Standardmethode für den Kampf über Tausende von Jahren hinweg gab. Wann und wo fand jedoch die Erfindung des Schwertes statt? Aller Wahrscheinlichkeit nach ist die Antwort darauf in der Türkei und vor etwa 5000 Jahren. Dort wurden die ältesten und ersten bekannten Schwerter der Welt 2013 im Grab von Arslan-Tepe entdeckt. Wir sind uns nicht sicher, wer Arslan-Tepe war, abgesehen von der Tatsache, dass er reich genug war, um sich ein aufwendiges Grab in der Frühbronzezeit leisten zu können, aber die Waffen sind jetzt als die Arslan-Tepe-Schwerter bekannt. Insgesamt gibt es 9 davon, alle wurden in einem Stück gegossen, einschließlich der Klinge und des Griffs. 3 der Schwerter wurden mit Silberdekorationen versehen, die anderen 6 sind schlicht, abgesehen von ihren Gravuren. Sie sind über 1000 Jahre älter als jedes Schwert, das jemals vor diesem Fund entdeckt wurde. Es muss jedoch eine Art Vorlage gegeben haben, auf der das Design dieser Klingen basierte. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Geschichte des Schwertes noch weiter zurückgeht. Eine ganze vergessene Stadt. Unser nächster Fund stammt aus dem Juni 2022 und ist ein großer. Tatsächlich handelt es sich um eine ganze vergessene Stadt. Die 3400 Jahre alte Stadt ist kürzlich aus dem Tigris in Irak aufgetaucht, nachdem sie während des Baus des Mosul-Staudamms in den 1980er Jahren unter Wasser gesetzt wurde. Irgendwie wurde die Existenz der Stadt übersehen oder ignoriert, als der Stausee angelegt wurde. Archäologen sagen, dass die Stadt auf dem Höhepunkt des alten Mitanni-Reiches erbaut wurde. Es war keine gewöhnliche Stadt, sondern ein Ort von großer Bedeutung. Wir wissen das, weil sie mehrere große Verwaltungsgebäude und einen großen Palast hat. Einige Historiker denken, es könnte sogar die antike und sagenumwobene Stadt Zakiku sein, die zwischen den Jahren 1550 und 1350 vor Christus als eine der wichtigsten Städte im gesamten Reich bekannt war. Die Stadt bleibt nur so lange zugänglich, wie die aktuelle Dürre anhält, was bedeutet, dass die Experten vor Ort schnell arbeiten müssen. Bisher haben sie alle größten Bereiche der Stadt kartiert und eine befestigte Mauer mit Türmen, riesige Lagerhäuser und was ein Industriekomplex sein könnte, identifiziert. Sie haben auch 5 keramische Gefäße gefunden, die mehr als 100 Keilschrifttafeln enthalten, aber die Übersetzung des Textes wird wahrscheinlich mehrere Monate dauern. Olmeken-Monumente. Nun haben wir einen bemerkenswerten Fund, der im August 2022 in Tenosik in Mexiko gemacht wurde. Dort haben Archäologen eine Reihe von massiven Olmeken-Monumenten entdeckt, einschließlich eines Paares von geschnitzten Kalksteinreliefs. Die Reliefs zeigen Olmekenherrscher in einer rituellen Kontorsionspose, die angeblich den Sauerstoffgehalt im Gehirn reduzierte und dadurch einen tranceähnlichen Zustand herbeiführte. Die Olmeken glaubten, dies sei ein göttlicher Prozess. Solche Darstellungen sind extrem seltene Funde, daher sind die Archäologen im Land begeistert. Jedes der Reliefs ist groß, etwa 1 Meter im Durchmesser und zeigt auch große Gesichter, die Diademe und Spiegel mit Olmekenkreuzen in ihrem Zentrum tragen. Es ist sehr schwer zu sagen, wie alt diese alten Kunstwerke sind, aber dieser Teil von Tenosik war ein wichtiges Olmeken-Bevölkerungszentrum während der formativen Periode der Olmeken vor etwa 2900 Jahren. Experten für alte südamerikanische Kunst sagen, dass der Stil der Reliefs möglicherweise von den frühen Maya beeinflusst wurde, aber das ist eine umstrittene Behauptung, für die es noch nicht genug Beweise gibt. Die Maya wurden schließlich vor etwa 2500 Jahren in diesem Teil des Landes dominant.
Lykurgusbecher. Es gibt keine richtige Antwort auf die Frage, welche Farbe der Lykurgusbecher hat. Er kann eine von zwei Farben annehmen, abhängig davon, aus welcher Richtung man ihn betrachtet und wie gut er zum Zeitpunkt der Betrachtung beleuchtet ist. Die 1600 Jahre alte Kuriosität hat alle, die sie seit Jahrhunderten gesehen haben, fasziniert und verwirrt. Der Becher wurde aus dichroitischem Glas hergestellt, das Lichtpartikel auf verschiedene Weise reflektieren kann. Wird ein Licht von hinten durch das Glas geleuchtet, erscheint es grün, aber wenn das Licht direkt davor geleuchtet wird, wechselt die Farbe zu rot. Es ist fast sicher, dass die Person, die ihn herstellte, die Prinzipien des Glases, das sie verwendete, verstand, auch wenn sie nicht wusste, warum es sich so verhielt, wie es tat. Archäologen haben nie etwas anderes wie diesen Becher gefunden, was vielleicht keine Überraschung ist, angesichts der Zerbrechlichkeit des Bechers. Daher können wir nicht ausschließen, dass nur ein antiker römischer Handwerker jemals das Potenzial für das Glas und wie man schöne Dinge daraus macht, verstanden hat. Welcher Moment im Video hat Ihnen am besten gefallen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Abonnieren Sie und wir sehen uns im nächsten Video.